In diesem Video geht es um die Planung von Routen mit der Windows Store App Track of the Day. Viel Spaß! Während im ersten Teil einige Basics rund um das Thema Routenplanung erklärt wurden, dreht sich heute alles darum, wie man die Planung Weiterreisen Schritt für Schritt angehen kann. In Garmin Basecamp gibt es die Funktion Track Malen. Das Pendant in Track of the Day ist das Quick Routing. Mit dieser Funktion ist es möglich, auch weite Reisen mit einigen wenigen Klicks grob zu planen. Das Quick Routing erreicht man über die Tastenkombination STRG plus Q oder die zugehörige Schaltfläche in der linken unteren Ecke der Hauptkarte. Mit dem Glühlampensymbol lässt sich das Autorouting aktivieren und deaktivieren. Bei aktivem Autorouting wird beim Setzen eines neuen Routenpunktes automatisch versucht, eine Route vom vorherigen Routenpunkt zu ermitteln. Ist das Autorouting deaktiviert, kann man die gesamte Route jederzeit mit einem Klick berechnen lassen, um zu sehen, wie weit es ist und woher die Route führen wird. Die Pushpins des Quick Routings kann man ganz einfach mit der Maus oder einem Stift per Drag and Drop verschieben. In der Infozeile wird dabei stets die Gesamtdistanz der Route angezeigt. Klickt man auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, wird die aktuelle Quick Route in eine normale Route konvertiert und in die Liste der Routen aufgenommen. Danach kann man sie beliebig weiter bearbeiten. Diese Form der Routenplanung bietet sich beispielsweise für Motorradtouren an, bei denen einzelne Adressen weniger wichtig sind und eher der Fahrspaß im Vordergrund steht. Steht das Erreichen einzelner Ziele oder besonders schöner Streckenabschnitte im Vordergrund, ist eine Mischung aus der Verwendung der Schnellsuche, POIs und Mausklicks an ausgesuchten Kartenpositionen sinnvoll. Hat man seine aktuelle Position, die sogenannte Home Location, definiert, kann man jede beliebige Stelle der Karte als Ziel markieren. Es wird dann automatisch eine Route zu dieser Position berechnet und angezeigt. Mit der Funktion Route hierhin kann man ein weiteres Segment an eine Route anhängen. Die Tastenkombination STRG plus H zentriert die Karte bei der Home Location. Mit STRG plus I und STRG plus O kann man in die Karte hinein und wieder herauszoomen. Die Tastenkombination STRG plus E öffnet den Routeneditor. Alternativ kann man auf das Symbol mit dem Stift klicken. Es kann jeweils genau eine Route bearbeitet werden. Will man den Verlauf eines vorgegebenen Tracks einblenden, kann man jeden Track in ein Routing Overlay konvertieren, das als Wasserzeichen auf der Karte zu sehen ist. Um bei der Routenplanung mehrere Routen parallel im Blick zu haben, gibt es die Funktion Connected Routes und die Routenübersicht.
Beim Wechsel zwischen zwei Routen wird die Karte automatisch so zentriert, dass die Route vollständig zu sehen ist. Will man das nicht, kann man die Karte verriegeln. Dazu klickt man auf das Symbol mit dem kleinen Vorhängeschloss am rechten Rand der Hauptkarte. Im nächsten Beispiel planen wir einen Urlaub auf der Kanareninsel Lanzarote und eine erste kleine Rundtour. Die Insel selbst kennen wir noch nicht, aber wir haben von Freunden einige Tipps bekommen, aus denen wir eine Route erstellen wollen. Über die integrierte Hotelsuche schauen wir uns um und suchen uns eine Ferienwohnung aus. Im Ort Punta de Mujeres im Nordosten von Lanzarote finden wir eine schöne Ferienwohnung direkt am Meer und erstellen aus den Angaben von Booking.com einen POI. Wir öffnen diesen POI und klicken auf das Symbol für Route hier starten. Es wird eine neue Route erzeugt und bei der Ferienwohnung wird ein roter Pushpin als Markierung für den ersten Routenpunkt eingeblendet. Unsere Route soll mit kurzen Stops in Costa Teguise und Femes nach Playa Blanca im äußersten Süden führen. Nach einer Kaffeepause wollen wir den Timanfaya Nationalpark besuchen und später bei Famara etwas essen und vielleicht kurz im Meer baden. Wo der Eingang zum Nationalpark ist, müssen wir noch herausfinden. Wir geben Timanfaya Nationalpark in der Schnellsuche ein. Weil es zu diesem Suchbegriff keine Adresse gibt, werden wir automatisch zur Suche von Google Maps weitergeleitet. Hier gibt es mehrere Treffer und Fotos zum Nationalpark und wir erstellen aus einem dieser Fotos einen weiteren POI. Der neue POI wird jetzt auf der Karte angezeigt und die Karte passend zentriert. Ein Mausklick öffnet die POI-Vorschau. Hier klicken wir wieder auf das Symbol für Route hierhin erstellen. Das zugehörige Routensegment wird berechnet, aber als gestrichelte Linie dargestellt. Auf der Karte wird außerdem eine Routing-Warnung angezeigt. Was stimmt jetzt nicht? Die Warnung besagt, dass der gewählte POI nicht direkt erreichbar ist. Zoomt man hinein, wird schnell klar, warum. Unser POI liegt mitten in einem großen Lavafeld. Es sieht so aus, als müssten wir erst einmal den offiziellen Eingang zum Nationalpark suchen. Wir öffnen erneut die Google POI-Suche und zoomen in die Karte hinein. Nun finden wir viele Informationen zum Nationalpark. Den Eingang, die Öffnungszeiten und weitere Informationen haben wir schnell gefunden und alles in einem neuen POI zusammengefasst. Den Wegpunkt inmitten des Lavafeldes verschieben wir zum Besucherzentrum des Nationalparks.
Nun suchen wir die Orte Famara, Teguise und Aria mittels der Schnellsuche oder lokalisieren sie auf der Karte. Wieder setzen wir Routenpunkte, die wir jederzeit verschieben können. Haben wir einen Ort übersehen, fügen wir ihn als Via-Punkt in unsere Route ein. Klickt man bei gedrückter Steuerungstaste mit der Maus auf die Karte, wird die Route automatisch zum geklickten Ziel verlängert. Hat man Steuerung und Shift gedrückt, kann man mit einem Mausklick einen Via-Punkt in die Route einfügen. Das Highlight unserer Tour soll ein Besuch des Mirador Rio sein. Wo wir ihn finden und warum diese Location so gelobt wird, müssen wir ebenfalls herausfinden. Das Abendessen soll es im Restaurant Mirador El Rocco in Orsola geben. Wo wir dieses Restaurant finden, wissen wir auch noch nicht. Nach dem Abendessen soll es am Meer entlang zurück nach Punta Mujeres gehen. Wir gehen nun Schritt für Schritt so vor, wie wir es schon beim Timanfaya Nationalpark gemacht haben. Wir schauen uns um, setzen einige POIs und planen sie als Via-Punkte in die Route ein. Nachdem die Route geplant ist, schauen wir uns das Höhenprofil an. Es geht nur ganz kurz auf mehr als 500 Meter hinauf, wir müssen also keine warme Kleidung einpacken. Die Fahrzeit ohne Pausen beträgt etwa 3,5 Stunden. Nun betätigen wir Steuerung plus E, um den Routeneditor zu öffnen. Hier können wir einen Abfahrtstag und eine Startzeit eingeben. Bei den Stationen unserer Route planen wir sinnvolle Pausenzeiten ein und berechnen die Route neu. Sobald alles passt, sind wir eigentlich fertig.
Doch nun fällt uns ein, dass es eine Straße durch ein weitläufiges Weinanbaugebiet geben soll. Wir öffnen Google Earth und fliegen virtuell über die Insel, um die Weinberge zu finden. Mit Google Earth können wir POIs mit spannenden Luftbildern erstellen. Danach schauen wir mit Google Street View, wie es dort aussieht, und erstellen einige weitere POIs. Einen dieser POIs verwenden wir als Via-Punkt, um die Route durch die Weinberge zu lenken. Zum Abschluss der Planung generieren wir aus der geplanten Route ein Roadbook im Word-Format, das wir ausdrucken und zu den Reiseunterlagen legen können. Zu gegebener Zeit können wir es dann wieder hervorholen und unsere Route fahren, sobald die Sonne der Kanaren für uns vom Himmel scheint. Damit wir die Route dann auch gleich zur Hand haben, können wir sie via Instant Sharing auf unser OneDrive exportieren. So können wir sie jederzeit auf dem Telefon mit Apps wie Scenic oder der BMW Connected Ride App öffnen. Wer mag, kann die Route auch mit Google Maps öffnen und direkt an sein Telefon schicken, um sich von der Google Maps App über Lanzarote lenken zu lassen. Wer ein TomTom Rider Navigationsgerät besitzt, muss nicht in die Röhre schauen. Er kann die Route entweder als ITN-Datei via USB-Kabel an seinen Rider senden oder sie direkt in TomTom MyDrive öffnen. Vom MyDrive aus kann man die Stops der Route über das Internet an seinen TomTom Rider senden. Wer gern mit einem Track fährt, kann die Route automatisch synchronisieren lassen und dann später auf dem Rider verwenden. Alle Fragen können über das Kontaktformular von Track of the Day gestellt werden. Sie werden umgehend beantwortet und dieser Support ist völlig kostenlos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.